Ende Juni 2024 tritt bekanntlich das neue deutsche Staatsangehörigkeitsrecht in Kraft. Damit können nicht nur Ausländer die deutsche Staatsbürgerschaft als doppelte Staatsbürgerschaft beantragen. Nein, auch Deutsche können nun eine Nicht-EU-Staatsbürgerschaft als doppelte Staatsbürgerschaft ganz einfach annehmen. Es ist nicht mehr notwendig, einen Beibehalteantrag zu stellen wie bisher. Die deutsche Staatsbürgerschaft geht nicht verloren, auch wenn du eine zweite Nicht-EU-Staatsangehörigkeit annimmst. Das ist für viele interessant, denn geopolitisch, wirtschaftlich und auch steuerlich sind die Zeiten bedrohlich. Viele suchen einen Plan B, viele wollen möglicherweise aus Deutschland weg, möchten sich aus dem System verabschieden, möchten sich schützen vor Militärdienst, Krieg, hohen Steuern, und da kann es sinnvoll sein, eine oder mehrere zweite Staatsbürgerschaften zu haben. Besonders attraktiv Lateinamerika, denn hier ist es recht einfach, eine Staatsbürgerschaft zu bekommen, auch ohne hier investieren zu müssen. Alleine wenn du in diesen Ländern schon für ein paar Jahre lebst, kannst du die zweite Staatsbürgerschaft bekommen, aber es gibt Wege, wie es noch schneller geht. 2 davon will ich dir in diesem Video vorstellen. Übrigens haben wir am 8. und 9. Juli 2024 in Zürich unser Plan B-Seminar. Da spielen natürlich Staatsbürgerschaften ein großes Thema. Sowohl Citizenship by Investment als auch solche Lösungen wie die ich in diesem Video vorstellen werde, sind neben Dingen wie Konten im Ausland, Firmen im Ausland, steuerliche Optimierung, Vermögensschutz wichtige Themen, die im Seminar besprochen werden. Ich würde mich freuen, dich dort zu sehen. Nun aber zurück zum Thema. Wir haben ja schon vor kurzem ein Video veröffentlicht, wo ich dir einige südamerikanische Länder vorgestellt habe, wo du ziemlich schnell auch ohne Investition eine Staatsbürgerschaft, einen Pass bekommen kannst. Hier musst du einfach ein paar Jahre leben. Wie viel du dich da wirklich aufhältst, ist vielfach gar nicht so wichtig, aber du brauchst natürlich eine Aufenthaltsgenehmigung, eine Wohnung, einen Wohnsitz etc. pp. Argentinien sticht hier hervor. Dort kannst du 2 Jahre leben, dann bekommst du letztlich hier möglicherweise die Staatsangehörigkeit, aber auch andere Länder in der Region sind recht schnell in 3, 4, 5 Jahren dann hier mit der Staatsbürgerschaft sozusagen schon im Angebot. Aber es geht noch schneller in Südamerika und heute will ich dir 2 Möglichkeiten vorstellen, wie du deinen Pass, deine Staatsangehörigkeit in Südamerika sogar noch schneller bekommen kannst. Lösung Nummer 1, heirate einen Staatsbürger aus Lateinamerika. Wer einen Bürger aus Lateinamerika heiratet, bekommt vielfach im Heimatland seiner Braut, seines Bräutigams sehr schnell die zweite Staatsbürgerschaft. Wie schnell? Das wollen wir uns jetzt mal anschauen. In Argentinien, in der Dominikanischen Republik und in Honduras bekommst du die zweite Staatsbürgerschaft sofort nach deiner Hochzeit. Es gibt keine Wartezeit. Du kannst die Staatsbürgerschaft sofort beantragen. Das ist doch mal wirklich schnell. In Belize und Brasilien musst du 1 Jahr gelebt haben und verheiratet sein, damit du die Staatsbürgerschaft beantragen kannst. In Bolivien, Kolumbien, Costa Rica, Kuba, El Salvador, Mexiko, Nicaragua und Peru sind es 2 Jahre, die du dich dort verheiratet aufhalten musst, bevor du die Staatsbürgerschaft beantragen kannst. Immer noch natürlich sehr schnell, wenn man das mit den anderen Wartezeiten vergleicht. In Panama und Paraguay sind es 3 Jahre, in Ecuador 4 Jahre, in Chile, Guatemala, Suriname, Uruguay und Venezuela sind es 5 Jahre. Vielfach hier keine Beschleunigung wegen Heirat. Heiraten ist also ein Weg, hier schnell an die zweite Staatsbürgerschaft zu kommen. Es gibt noch einen anderen Weg und der ist, dort ein Kind zu bekommen. Denn dieses Kind hat dann automatisch in eigentlich allen lateinamerikanischen Ländern die lokale Staatsbürgerschaft. Hier geht also das gleiche Modell, was wir ja auch in den USA kennen. Wenn du also ein Kind bekommst, bist du Elternteil eines lateinamerikanischen Bürgers diesen Landes und das ermöglicht dir auch wiederum, die Staatsbürgerschaft sehr schnell zu bekommen. Schauen wir uns an, wie lange das geht. Auch Argentinien sticht hier wieder davor. Es ist keine Wartezeit notwendig. Du kannst die Staatsbürgerschaft sofort beantragen, musst allerdings dort natürlich auch eine Aufenthaltsgenehmigung haben. Das ist klar. Aber du musst jetzt hier nicht mehrere Jahre warten, um dann die Staatsbürgerschaft zu beantragen. Brasilien, 1 Jahr Wartezeit. Bolivien, Kolumbien, Kuba, Dominikanische Republik, Mexiko, Nicaragua, Peru
2 Jahre Wartezeit. Hier gilt das Gleiche wie davor. Du musst die Aufenthaltsgenehmigung erwerben, musst dann dort für diese angegebene Wartezeit leben und eben dann dort ein Kind haben und dann kannst du die Staatsbürgerschaft beantragen. In Honduras, Panama und Paraguay sind es 3 Jahre, in Ecuador 4 Jahre, in Belize, Chile, El Salvador, Guatemala, Surinam, Uruguay sind es 5 Jahre, in Costa Rica 7 Jahre, in Venezuela 10 Jahre. Wie gesagt, wieder hier in den letztgenannten Ländern gibt es keine besondere Behandlung, wenn du dort Elternteil eines lokalen Bürgers bist. Also, soweit unsere Listen. Also, wenn du die Voraussetzungen erfüllst, die ich hier genannt habe, wenn du entweder mit einem Bürger verheiratet bist oder aber hier ein Kind geboren wird in diesem Land, kannst du die Staatsbürgerschaft sehr schnell beantragen. Wie gesagt, die Betonung liegt auf Beantragung, denn was ja lediglich verkürzt wird, ist letztlich die Wartezeit, bis du die Staatsbürgerschaft beantragen kannst. Natürlich, der Antrag für die Staatsbürgerschaft kann wiederum selbst ziemlich lange dauern. Vielfach 1, 2 Jahre, manchmal sogar noch länger. Das darf man also nicht verwechseln. Also es ist natürlich nicht so, dass du in Argentinien dann sofort die Staatsbürgerschaft bekommst. Es ist so, dass du sie sofort beantragen kannst, aber wie du dir sicherlich vorstellen kannst, in diesen Ländern ist nicht immer alles sehr effizient organisiert. Man muss auch jede Menge Papier natürlich hier anbringen, Geburtsurkunden, Führungszeugnis und so weiter und so fort. Also das musst du alles trotzdem noch machen. Ich würde jetzt nicht davon ausgehen, dass du die Staatsbürgerschaft sehr schnell hast. Aber wenn du dort ohnehin lebst, dann ist es dir vielleicht auch egal, ein paar Jahre warten zu müssen. Wenn du wirklich eine Staatsbürgerschaft sehr schnell haben willst, innerhalb von 4 bis 6 Monaten vielleicht, dann würde ich dir ein Citizenship by Investment Program empfehlen. Zum Beispiel auf einer der bekannten Karibikinseln, St. Lucia, Grenada, St. Kitts and Nevis, Antigua und Barbuda etc. Dann kannst du dort eine bestimmte Summe bezahlen. Also ich sag mal so 100.000, 200.000 $. Damit muss man rechnen. Da wird jetzt momentan hier alles etwas teurer. Und dann bekommst du in sehr kurzer Zeit und sehr berechenbar dann auch diese Staatsbürgerschaft. Also wenn es dir darum geht, dass du den Pass schnell in der Hand hast, dann ist ein solches Programm natürlich sicherer. Dafür sind die lateinamerikanischen Staatsbürgerschaften, die ich hier genannt habe, sehr viel günstiger, also ja praktisch kostenfrei. Vielfach, wie gesagt, ist es vielleicht auch keine Frage von entweder oder, sondern von sowohl als auch. Viele Mandanten haben mittlerweile nicht mehr nur einen Plan B, sondern auch einen Plan C, D und E. Je nachdem, wie weit du dich hier gegen die geopolitischen, steuerlichen oder wirtschaftlichen Risiken absichern willst. Wenn diese Themen auch für dich interessant sind und du über den Erwerb einer zweiten Staatsbürgerschaft nachdenkst, steuerlich dich im Ausland optimieren willst und dein Vermögen schützen willst, dann würde ich mich freuen, mit dir ein Beratungsgespräch zu führen. Link packe ich hier in die Beschreibung des Videos mit hinein. Wir helfen seit fast 20 Jahren dabei, Mandanten ins Ausland umzuziehen, sich steuerlich zu optimieren, neues Vermögen aufzubauen und ihr Vermögen zu schützen. Ich würde mich freuen, auch dich alsbald zu unserer Mandantschaft zählen zu können. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.